Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video bei Perfect Green. Es ist genau ein Jahr her, als ich die Rotationsdüsen von Hunter ausgetauscht habe und habe Rainbird genommen. Und warum ich jetzt wieder umbaue, nämlich ich mache jetzt die Teile rein, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Der Sommer naht, die Temperaturen werden besser und meine Bewässerungsanlage spinnt. Letztes Jahr habe ich alles ausgewechselt und jetzt kann ich euch sagen, nach einem Jahr Erfahrung, die Rainbird sind nicht viel besser. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, die sind sogar schlechter. Das Problem ist, die Rotationsdüsen, die drehen nicht. Die bleiben hängen. Ich kann sie ausbauen, kann sie reinigen, kann sie wieder einbauen und ich muss jedes Mal diese Dinger anschubsen. Und ihr seht es auch jetzt, ich habe Trockenstellen drin, obwohl ich wässer. Ich habe hier eine Trockenstelle, ich habe hier wieder eine Trockenstelle und ich habe auch hier eine Trockenstelle und das breitet sich natürlich aus. Ich habe weitere Trockenstellen, habe ich hier, da fängt es jetzt an. Hier in diesem Bereich sehr großflächig. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera komplett. Dieser Bereich, gute 2 Quadratmeter. Und dann gehen wir weiter. Ich habe auch hier Trockenstellen drin. Die habe ich gestern Abend, Gartenschlauch liegt da noch, habe ich gestern Abend hier großflächig nachgewässert von Hand. Und hier ist auch eine Trockenstelle. Ja, das Problem ist einfach, dass die Rotationsdüsen, vor allem jetzt nach dem Winter oder im Frühjahr, die fahren raus, die drehen mal ein bisschen und dann hängen sie wieder. Ich habe sie gespült, ich habe sie ausgebaut, ich habe sie gereinigt, auch die von Hunter, ich habe sie komplett zerlegt, habe Öl rein, es bringt einfach nichts. Und dann habe ich mir einfach Gedanken gemacht, so kann es nicht weitergehen. Ich habe nämlich schon eine richtige, ja, wie soll ich sagen, schon eine richtige Phobie, sobald das Wasser läuft. Ich stehe immer morgens an dem Fenster mit einer Tasse Kaffee und beobachte jeden einzelnen Sprenger, ob er sich dreht oder ob er sich nicht dreht. Und deswegen habe ich auch schon die Bewässerung auf den Morgen gelegt, nicht die Nacht, damit ich es beobachten kann. Und sobald sie nicht drehen, gehe ich raus und schubse es sofort wieder an. Und Hauptsache, die drehen weiter. Ich gehe gerade wieder rein, zweite Tasse Kaffee und schon wieder hängen sie. Und ich glaube, das Problem haben sehr viele, weil ich habe einen Insta-Post gemacht und ganz viele haben sich gemeldet und haben gesagt, sie haben genau die gleichen Probleme. Es gibt aber auch welche, die haben gar keine Probleme. Und aus dem Grund habe ich gesagt, ich muss mir was überlegen und habe dann mit Olaf Neumann, das ist der Geschäftsinhaber von MN Rainman, telefoniert und der hat mir auch ganz klar dazu geraten, schmeiß die Rotationsdüsen raus, weil er vermutet ganz stark, es liegt an meinem Wasser. Ich bewässere mit Brunnenwasser und unser Brunnenwasser ist brutal kalkhaltig und wir haben auch Eisen drin und noch andere Ablagerungsdinge bzw. Dinge, die sich ablagern können. Und die Rotationsdüsen sind bauartbedingt, egal ob Hunter, Rainbird, Gardena, wie sie alle heißen, die sind einfach so feinfühlig und so empfindlich, dass dass schon Kalk ausreicht, um die Dinger nicht mehr drehen zu lassen auf Dauer. Und aus dem Grund hat er ganz klar empfohlen, schmeiß sie raus und mach Getrieberegner rein. Und da habe ich jetzt mal ein paar Getrieberegner bestellt und da werde ich heute mal einen Kreis umbauen, beziehungsweise 3 habe ich schon umgebaut, einer fehlt mir noch. Und was da der Unterschied ist, da gehen wir kurz drauf ein, beziehungsweise ob die passen oder nicht passen und ob auch ihr umrüsten könnt, darauf hätte ich gesagt, gehen wir einfach kurz ein. Wenn auch ihr am Überlegen seid, umzubauen, umzustellen und stellt euch vielleicht die Frage, passen die oder passen die nicht, dann jetzt gut zuhören. Die passen, ja, aber ihr braucht je nachdem, was für Getrieberegner ihr einbaut, braucht ihr einen Adapter bzw. müsst mehr oder weniger umbauen. Das hier sind die Gehäuse von den Rotationsdüsen, egal ob Hunter oder Rainbird, die sind ungefähr gleich und da schraubt ihr ja dann die Rotationsdüse rein, die dann dementsprechend dreht. Die Düsen an für sich selber, die könnt ihr ja 1:1 umbauen. Und ihr könnt jetzt aber auch einen Getrieberegner einbauen. Allerdings muss dann dieses Gehäuse
aus dem Rasen raus. Ihr könnt also nicht nur den Aufsteiger wechseln, das geht leider nicht, sondern ihr müsst das gesamte Gehäuse wechseln. Ist aber relativ einfach. Einfach großflächig, das machen wir jetzt auch gleich, großflächig kurz den Rasen aufmachen und dann austauschen. Ich habe jetzt von Rainbird zwei verschiedene. Einmal die 3500er Serie und einmal die 5000er Serie. Unterschied: die kleinen, die 3,5er, die sind eher für den Hausrasenbereich gedacht mit geringeren Wurfweiten. Und diese hier, die sind wie auch von Hunter, die i20, eher für einen semi-professionellen Bereich gedacht, aber auch für den Hausrasen. Nachteil bei den großen ist zum einen mal die Wurfweite, ist aber auch ein Vorteil. Das heißt, die gehen, ich glaube, erst ab 7, 8 Meter, die gehen schon ab 4 Meter, so um den Dreh, verlinken wir euch unten alles mal. Fakt ist aber, die großen, die lassen sich komplett abdrehen. Und das ist geil. Ich kann sie wirklich im laufenden Betrieb komplett abdrehen, kann auch im Schattenbereich mal ausschalten oder wenn ich die Düse wechseln will, ausschalten. Ansonsten sind sie relativ identisch. Ich kann im Prinzip auch hier den Winkel einstellen, aber wie gesagt, hauptsächlich hier kann ich sie abdrehen und deswegen gefallen die mir deutlich besser. Und weiterer Unterschied, ich habe hier nur die Möglichkeit von sogenannten Düsen, die mit einem Wurfwinkel von, ich meine, 25 Grad rausgehen. Und hier habe ich auch die Möglichkeit 25 Grad oder auch 10 Grad Wurfanstieg zu wählen. Und das ist natürlich genial, vor allem hier bei uns. Wir haben immer Wind und deswegen will ich eigentlich die, weil die Getrieberegner haben natürlich auch den Nachteil, die sind deutlich windanfälliger. Es ist ja ein großer Wasservorhang und wenn da der Wind reinkommt, dann habe ich einen ordentlichen Nebel, einen Abdrift und deswegen haben die natürlich nicht immer nur Vorteile. Aber weiterer Vorteil, wie ich finde, sie bewässern einfach, sie drehen definitiv, weil die haben eine ganz andere Bauart, da ist ein Getriebe drin, durch einen Wasserstrahl gehen die dann hin und her. Und vor allem, ich habe nur eine Düse und die hat einen ordentlichen Durchmesser wie eine Stecknadelkopf und dadurch geht es dementsprechend auch der Kalk, dann ballert es einfach raus oder wenn mal ein Sandkorn drin ist. Sanden ist auch so ein Thema. Mit den Rotationsdüsen war immer das Thema, nach dem Sanden haben die auch nicht mehr gedreht. Ich habe sie auch immer ausbauen müssen, reinigen müssen. Da hat man hier auch keine Probleme mehr. So, und beim Umbau, wenn ihr die hier rausmacht und die hier reinmacht, also die kleinen, die 3500er, die haben auch ein 1/2 Zoll Gewinde hier unten. Und ihr fahrt ja mit eurer Bewässerung, mit dem Hunter Flex zum Beispiel oder mit dem Swing Joint, fahrt ihr raus und die haben einen 1/2 Zoll Anschluss dran. Und somit könnt ihr die 1:1 tauschen. Ist kein Thema. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst nur etwas tiefer graben bei denen. Bei denen großen passt es auch. Ihr müsst natürlich noch tiefer graben, was aber auch kein Problem ist. Allerdings habt ihr hier keinen 1/2 Zoll Anschluss wie hier, sondern einen 3/4 Zoll Anschluss. Und da habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten, das zeigen wir euch jetzt im Video. Entweder diese Teile, die Kupplungen, die im Prinzip in die Hunter Flex reingehen, zu tauschen. Das ist aber sehr aufwendig, sehr mühselig. Oder ihr macht einfach einen Adapter drauf. Adapter von 3/4 Zoll auf 1/2 Zoll. Oder andersrum. Und dann funktioniert es. Dann hätte ich gesagt, wir fangen an zu graben. Im Prinzip kann man natürlich auch einen Spaten nehmen. Ich nehme aber ein Messer. Denn durch das Messer habt ihr einfach einen sauberen Schnitt. Ich muss jetzt nur aufpassen, weil ich habe ja meine Randbewässerung, dass ich da nicht durch meinen Schlauch durchschneide. So, einmal aufschneiden. Ich mache es jetzt großflächig, denn bei mir sind hier 2 Sprenger und ich muss jetzt 2 Sprenger ausbuddeln. So. Also einfach den Rasen auf die Seite legen, das obere Teil. Ach, man sieht auch gleich schön Ameisen mit Eier. Seht ihr es? Überall schön Ameisen drin. Tja, Thema Ameisen, da habe ich auch ein Problem. Ich glaube, wie viele von euch. Das ist so ein alltägliches Problem. Robikabel brauche ich übrigens auch nicht mehr.
Ja, und dann kann man eigentlich anfangen, die Dinger auszubuddeln. Wie gesagt, die müssen raus. Ich kann jetzt natürlich, wenn ich den kleinen reinmachen würde, dann kann ich hier mit einer Wasserpumpenzange den rausdrehen und dann reindrehen, das ist okay. Aber hier kommt ja der große rein und dadurch muss der jetzt raus. Und dann einfach buddeln, bis alles raus ist. Und dann noch ein bisschen tiefer buddeln, weil die sind ja etwas höher. So, alles frei. Seht mal, das ist keine Erde, das ist purer Lehm. Da kann man echt töpfern mit dem Zeug. Deswegen habe ich hier jetzt auch schon Sand. Das verfülle ich nachher überwiegend mit Sand, dass auch das Wasser, wenn was kommt, gleich weg kann. Ja, ich habe jetzt alles freigelegt, deutlich tiefer gemacht. Wie gesagt, die Dinger, die sind ordentlich. Und da habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Diesen hier mache ich jetzt folgendermaßen. Diesen hier mache ich jetzt mit Adapter. Und da geht es relativ einfach. Einfach mal aufdrehen. Und wie gesagt, die 3500er Serie, die könnt ihr jetzt einfach nehmen und drauf machen. Da funktioniert das. Allerdings haben die hier ein 3/4 Zoll und das geht leider nicht. Das heißt, ich müsste jetzt diesen Anschluss runter machen und der geht richtig schwer runter. Leider habe ich jetzt nur noch einen Adapter. Ich habe welche bestellt. Die gibt es natürlich aus, das ist jetzt Messing, gibt es natürlich auch aus PVC. Die kosten auch gar nicht vielen Euro oder so. Und da mache ich jetzt den Adapter drauf. Wichtig ist natürlich, das Ganze erstmal mit Teflonband einwickeln und dann kann es eigentlich schon losgehen und das Ganze dann gut eindrehen. Ja, wie gesagt, da geht es relativ einfach. Da muss man gar nicht so viel bedenken und machen. Beim anderen, da geht es etwas schwieriger. Beim anderen, da muss ich jetzt ordentlich ziehen. Wie gesagt, ich habe leider keinen Adapter mehr. Der ist mega schwer runter zu machen, deswegen ich mache es jetzt so. Die haben nämlich einen Widerhaken und da ziehe ich jetzt ordentlich dran, drehe das Ganze, versuche ich rauszuziehen, rauszudrehen. So, ich habe ihn. Und ich habe es jetzt wirklich ein paar Mal hin und her gedreht und das geht richtig, richtig schwer, weil die haben hier zwar eine Eindrehhilfe, hier sieht man es vielleicht, aber hier haben sie so dermaßen Widerhaken, was ja auch gut ist, sie sollen ja nicht rausrutschen. Aber ich freue mich, wenn morgen die Adapter kommen. Wie gesagt, aus Kunststoff habe ich welche bestellt, aus PVC. Ja, wie gesagt, habt ihr jetzt die zwei Möglichkeiten. Einmal hier arbeite ich jetzt mit Adapter und hier arbeite ich ohne Adapter. Und hier ist im Prinzip genau das Gleiche. Ihr dreht jetzt das einfach rein. Bevor ich das reindrehe, mache ich noch kurz ein Teflonband drumherum. Gut. Und reindrehen geht natürlich viel einfacher. Das ist jetzt dann auch der 3/4 Zoll. So, jetzt sind sie drin. Und hier kommt dann der eine Sprenger drauf. Und das war's dann schon. Dann habt ihr schon einen gewechselt. Und die andere Seite dann mit dem Adapter geht auch relativ schnell und einfach. So, ich habe jetzt alles eingebaut. Ich hoffe, die sind dicht. Deswegen habe ich es jetzt zugedreht. Beide sind zu. Jetzt mache ich erst den Kreis an und schaue, ob der soweit dicht ist. Ansonsten müssen wir nochmal nacharbeiten. Kurz fährt er raus, ist gut. Super, der ist dicht. Das passt. Und noch den anderen. Einmal auf die Seite stellen, sonst werden wir gleich nass. Und auch hier einmal starten. Und auch der ist dicht. Super. Also dicht sind beide. Jetzt muss man es nur noch auffüllen und natürlich auch ausrichten, dass beide exakt, ja, relativ gleich sind. Wie gesagt, nehme ich da Sand, nicht nur Sand. Ich mische das Ganze jetzt einfach mal Sand, ein bisschen Lehm, genau, keine Erde, Lehm. Und schaue einfach, dass das Ganze schön vermischt wird.
Ihr könnt jetzt mit dem Lehm, so mache ich es, da fixiere ich das Ganze und drücke das gut runter, damit das Ganze auch fest wird. Also richtig im Prinzip wie Töpfern. Das Ganze zumachen. Und das war's dann eigentlich. Und schon könnt ihr ihn einstellen. Alles wieder aufgefüllt. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, die Hunter, die waren ja deutlich kleiner. Oder die generell Rotationsdüsen. Jetzt schneide ich hier noch ein bisschen mehr Luft frei, damit diese, weil die sind ordentlich, alles was grün ist, ist nachher der Aufsteiger. Mache ich das noch raus und hier. Und der Rest verwachst wieder. Und jetzt wird das Ganze nur noch wieder umgeklappt und sauber gemacht. So. Ein bisschen sind wir noch zu hoch. Das wird aber erfahrungsgemäß wird sich das Ganze wieder setzen. Und hier müssen wir noch mal ein bisschen nachschneiden das Ganze. Und dann starten wir einfach mal und stellen die ganzen Sprenger ein. Jetzt sind wir soweit fertig. Jetzt ist nur noch wichtig, alles einstellen. Natürlich der richtige Winkel, alles komplett einstellen und vor allem auch die richtige Düse. Ihr habt bei den 5000er Serie habt ihr verschiedene Düsen. Ihr habt diese Düsen hier, die sind mit 25 Grad Sprühwinkel, die sind schon ordentlich hoch. Je nach Reichweite sind die schon deutlich, vor allem im Spielturmbereich. Habe ich einfach das Problem, dass mir der ganze Spielturm einfach zu arg nass wird. Deswegen habe ich hier mit 10 Grad Winkel und die werden dann auch anders gekennzeichnet. Und da gibt es von 1 bis 3 gibt's verschiedene Düsen und die sind eigentlich ganz einfach. Ich habe jetzt standardmäßig ist jetzt noch eine 3er drin. Und das ist jetzt das Schöne, wenn man sie komplett, also normalerweise würde der jetzt Wasser rausspritzen, aber die kann man ja komplett zudrehen. Deswegen kann man richtig schön die Düse ändern, beziehungsweise eine andere reinmachen. Also, jetzt schraubt man das hoch, ihr fahrt hier einfach rein, vorsichtig und holt den raus. Das ist die Düse und da kommt jetzt eine andere rein. Da machen wir die rein, die nicht so weit spritzt. Da machen wir eine 1,5er rein. Und auch nicht in so einem Winkel spritzt. So, das Ganze ein bisschen reindrücken, fester rein und dann kommt hier auch wieder eine Schraube rein. A, dass sie fest sind und B, kann man mit dieser Schraube gleichzeitig auch die Wurfweite etwas regulieren. Der Hersteller sagt 25%, kann man die Wurfweite regulieren, indem man die Störschraube, das ist eine Störschraube, dass man die weiter nach unten macht und dadurch die Wurfweite reguliert. Jetzt stellen wir nur noch ein, dass der linke Bereich, er würde jetzt hier rum Wasser rausspritzen, in diesem Bereich mit 180 Grad, das heißt bis hierher. Das ist viel zu viel. Wir brauchen zum einen mal nur 90 Grad. Da mache ich das Ganze etwas weniger. Und viel wichtiger, jetzt haben wir es gerade das Gegenteil, jetzt haben wir mehr gemacht. Wir brauchen weniger. Jetzt sind ca. 90 Grad und das Ganze natürlich nicht ab von hier bis hier, sondern einmal komplett drehen. So, das sollte ziemlich ausreichen. Nicht ganz, ein bisschen noch. Hier noch umstellen. Ja, genau. Also das sieht man dann alles erst später, ob es gut ist oder nicht gut ist. Und ansonsten muss man noch ein bisschen was ändern. Das war's. Jetzt nur noch probieren, ob alles funktioniert. Wir machen auf. Und schon sind die 10 Grad und ihr seht's, ich habe jetzt hier deutlich zu wenig von der Reichweite. Somit mache ich einfach statt 1,5er Düsen wahrscheinlich 2 oder 2,5er Düsen rein. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir hier vielleicht zu viel Strahlstörschrauben rein haben. Nein, ist gut so.
Das passt soweit, aber die muss deutlich weiter Wasser rausspritzen. Das bedeutet, ich mache hier einfach eine andere Düse rein und das ist halt echt cool im Vergleich zu den Rotationsdüsen. Da habe ich eigentlich nur die Möglichkeit, wenn er zu weit spritzt, brauche ich eine komplett andere Rotationsdüse. Und da kostet halt eine Düse so ganz grob 10 Euro, 12 Euro. Und hier kostet komplett alle Düsen, ich glaube irgendwo 2 Euro oder so. Und das ist halt so gut wie gar nichts. Man kann immer permanent alles ändern. So, die Getrieberegner laufen. Ich habe das jetzt bewusst mal nur auf einen Kreis gemacht, damit ich auch meine Erfahrungen sammeln kann. Die haben natürlich nicht nur Vorteile, so ein Getrieberegner hat natürlich auch Nachteile. Ein Nachteil ist zum Beispiel der Wind. Vor allem hier bei uns, wir gleich das erste Haus vom Feld, da kommt natürlich schon ordentlich Wind und dann driftet natürlich der ganze Wasserstrahl ab. Und da muss ich jetzt erstmal testen, gut oder nicht gut. Deswegen baue ich nur eins um und überlege mir dann, ob ich die anderen Bereiche dann auch umbaue. Ja, da kann ich euch nur auch soweit die Erfahrung mitgeben, beziehungsweise meine persönliche Erfahrung. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch unsicher seid, wendet euch an MN Rainman. Wie gesagt, der macht auch dementsprechend einen Plan, wie, wo, was und verlinken wir euch alles unten in der Videobeschreibung. Wenn Fragen sind, in die Kommentare. Wenn ihr auch schon umgestellt habt oder Probleme habt mit Rotationsdüsen, auch sehr gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich einfach fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.